Hallo werte Freunde der Uhrmacherei, heute geht es um Qualitätskriterien und Unterschiede bei Kleinuhren. Zusammengefasst kann man wie auch bei den Großuhren sagen, dass es in erster Linie von den verwendeten Materialien und der Art ihrer Verarbeitung abhängt. Bei Kleinuhren kommt jedoch auch der Markenfaktor ins Spiel, der jedoch ein ganz eigenes Kapitel ist. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Hier haben wir ein sehr günstiges Exemplar vom unteren Ende der Nahrungskette. Alles ist auf maximale Kostenreduzierung getrimmt. Die Teile sind gestanzt und nicht nachbearbeitet. Es sind keine Rubinlager, sondern nur Messinglager. Keine Kolbenzahnhemmung, sondern eine Stiftankerhemmung. Theoretisch kann man das Ganze reparieren. Praktisch rentiert es sich jedoch nicht. Auch von der günstigen Sorte, jedoch schon deutlich wertiger, ist diese Zylindertaschenuhr aus dem 19. Jahrhundert. Wieso Zylindertaschenuhr? Muss man dazu einen Hut aufsetzen? Nein, aber sie hat eine Zylinderhemmung statt der heute üblichen Kolbenzahnhemmung. Man sieht auch hier Messinglager, aber immerhin schon halbwegs ordentliche Oberflächen und diese sogar vergoldet. Deutlich moderner ist dieses Werk eines großen Schweizer Rohwerkeproduzenten. Es weist bereits sämtliche Kriterien technischer Natur auf, die eine hochwertige Uhr erfüllen sollte. 17 Rubine, eine Kolbenzahnankerhemmung, was will man mehr? Ja, von optischer Sicht könnte man schon etwas mehr verlangen, zum Beispiel polierte Schrauben, einen Schliff auf dem Sperrrad und auch ansonsten besser verarbeitete Oberflächen. Dieser angedeutete Zierschliff ist lediglich gepresst und nicht von Hand gemacht, aber es ist ja schließlich auch ein sehr günstiges Werk, von dem her kann man nicht mehr erwarten. Diese Uhr hingegen erfüllt nicht nur technisch alle Kriterien, sondern hier wurde sich auch optisch Mühe gegeben. Man sieht die schön geschwungenen Formen der Brücken, ein schöner Schliff, ordentlich polierte Schrauben, Schraubenunruh, 15 Rubine. Das lässt sich schon durchaus als hochwertige Uhr bezeichnen. Es ist übrigens eine Fracktaschenuhr aus den 1920er Jahren. Auf der nächsten Stufe haben wir dann dieses gute Stück. Es ist ein Taschenchronograph um 1910. Hier sehen wir wie bei der anderen Uhr auch eine Schraubenunruh, in diesem Falle jedoch sogar eine Schraubenkompensationsunruh. Was ist der Unterschied? Hier ist ein kleiner Einschnitt in der Unruh, wodurch sich diese ausdehnen und zusammenziehen kann, die Bimetallunruh, was die Temperaturunterschiede kompensiert. Sämtliche Teile sind wirklich sehr schön verarbeitet, alles gut poliert und auch die Kantenbrechungen fein verarbeitet. So muss es sein. Will man den Gang besonders genau einstellen, braucht man dazu eine Schwanenhals-Feinregulierung, wie auf dieser Schweizer Taschenuhr. Auch verschraubte Chatons sind ein Qualitätsmerkmal hochwertiger Uhren. Und manchmal wurde, wie bei dieser sächsischen Taschenuhr, auch mit anderen Materialien experimentiert. So sind hier zum Beispiel die Unruhschrauben, der Ankerkörper und das Gangrad nicht wie üblich aus Messing und Stahl, sondern aus Gold gefertigt. Bei der Oberflächenveredelung kann man sich dann natürlich auch verschiedener Schlifftechniken und Brioche-Techniken bedienen, wie bei dieser amerikanischen Taschenuhr aus Boston. Und wenn man die Technik
auf die Höhe treiben will und die höchstmögliche Ganggenauigkeit erreichen will, verwendet man eine Chronometerhemmung, wie bei diesem leider schon stark mitgenommenen, aber dennoch sehr schönen Stück. Diese kommt jedoch nur bei Taschenuhren zum Einsatz und nicht bei Armbanduhren, da sie leider sehr stoßempfindlich ist. Ja, so viel einmal zu den technischen Aspekten. Der Markenfaktor wird in einem eigenen Video behandelt. Also schaut wieder vorbei. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Gefällt mir da lasst. Bis bald.